Hallo zusammen, heute habe ich eine wirkliche Weltneuheit mitgebracht und ich habe sie selber noch nicht ausgepackt. Und zwar gibt es von Withings ein neues Gerät, das heißt BeamO, und wir packen das jetzt mal gemeinsam aus. So, wir haben einmal das Gerät und es gab noch einen Bonus für Leute, die das direkt in der ersten Woche oder zu Beginn bestellt haben. Es gibt noch Kopfhörer dazu, aber da kommen wir dann später dazu. Genau, Withings BeamO 4 in 1 Health Multiscan. Und wir bauen das jetzt mal gemeinsam auf, schauen uns das an. Und ihr seht hier auch schon, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Die Werte, die ich mit anderen Geräten vergleichen kann, das vergleichen wir auch gleich live. Also wir haben hier eine Apple Watch, wir haben hier eine Garmin Forerunner und wir haben hier von Braun so einen Thermometer für die Ohren. Erstmal vorab, das Gerät kostet 250 € aktuell und sehen wir hier schon Informationen. Ja, also wir sehen zum Beispiel, es ist ein Thermometer integriert, darum haben wir hier auch das Braun-Thermometer zum Vergleich dabei. Es ist ein Stethoskop dabei, da habe ich jetzt erstmal auf den ersten Blick keinen Vergleich, aber wir gucken gleich, was das Gerät wirklich alles messen kann. Wir haben ein Oximeter dabei, also Pulsoximeter, wie viel Sauerstoff ist in meinem Blut. Das kann man mit der Apple Watch und mit der Garmin Watch vergleichen. Und wir haben ein Elektrokardiogramm, also ein EKG. Das kann leider die Garmin nicht, aber das kann die Apple Watch. Machen wir es mal zusammen auf. Wenn wir wissen wie. Man muss es einfach nur aufmachen, tatsächlich. Ich werfe den Rest mal hier runter. So, und da sehen wir auch schon direkt das Gerät. Das BeamO, also es ist echt transportabel, das kann man bestimmt überall mit hinnehmen. Es ist nicht sonderlich groß. Ist da noch etwas dabei? Wir haben noch eine kleine rote Tasche dabei, um es einfach einzupacken. Und wir haben hier Anleitungen dabei. Und das ist, gehe ich mal stark von aus, hier ein Ladekabel. Genau, wir haben hier, so jetzt kommt wieder der Fetisch von mir, was für Kabel sind jetzt dabei. Also wir haben hier einmal, das ist bestimmt für die Kopfhörer, also wir haben hier USB-C auf Klinke, da kommen wir später zu. Und dann haben wir hier noch, da fange ich schon an zu weinen, USB-C auf das alte USB. Das finde ich schon zum Kotzen. Wir gucken mal, was wir hier im Gerät haben. Das Gerät selber, das BeamO, hat USB-C. Ja, und dieses alte Ding, also da bin ich schon wütend. Also das ist schon mal direkt ein großer Negativpunkt. Es ist das Jahr 2025, Leute. 250 € für ein Gerät und ihr seid nicht in der Lage, USB-C auf USB-C zu machen. Why the hell? Ihr habt auch nicht mal ein Netzgerät dabei, also macht doch bitte es einfach modern. Produktguide, den brauchen wir wahrscheinlich erstmal noch nicht. Schmeißen wir aber noch nicht weg. Und wir haben hier eine Anleitung in verschiedenen Sprachen. Genau, also ich soll die App runterladen. Die habe ich natürlich schon, weil ich die Waage besitze und das Blutdruckmessgerät. Also ich bin jetzt nicht neu in der Welt, weiß bis heute aber trotzdem nicht, wie man es ausspricht. Genau, USB-C-Port for Charging and Audio. So, dann machen wir das jetzt einfach mal. Gucken wir mal, ob wir es anbekommen. Also es gibt mehrere Knöpfe hier. Ach, hier ist noch eine Schutzfolie. Ich drücke mal den dicken Knopf in der Mitte einfach. Ja,
Da kommt auch direkt ein QR-Code, also ich soll die App öffnen. Da wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn ich mit euch zusammen einmal meinen Bildschirm teile. Und das machen wir auch mal direkt. Meins. Genau, also man sieht jetzt auf dem Handy quasi, dass ich das connecten soll und da klicken wir auch mal drauf. Ein Pairing-Code wird mir angezeigt. So, warten wir mal eine Sekunde. Okay, es ist jetzt verbunden und an Tag 1 direkt erstmal ein Update installiert. Also da war wohl das Produkt schon wieder fertig. Es wird ja wahrscheinlich auch, hat ja erst wahrscheinlich ein paar Wochen oder Monate gedauert, bis das dann in irgendeiner chinesischen Produktionsstätte fertig gemacht wurde. Und dann war natürlich am Ende die Software noch nicht fertig und jetzt muss er sich hier erstmal aktualisieren, was jetzt auch länger als ein paar Sekunden dauert. In der Zeit mache ich schon mal die Uhren um und hoffe, dass die passt, weil das ist nämlich die Uhr meiner Frau. Ich habe keine Apple Watch mehr, aber die passt. Ich habe ja zum Glück dünne Ärmchen. So, und dann machen wir auch mal parallel die Garmin-Uhr um. So, und wir haben natürlich noch zusätzlich, auch noch, das habe ich ganz vergessen zu sagen, natürlich noch das Whoop-Armband, was mir auch Live-Daten gibt. Also wir haben Vergleiche ohne Ende hier, die wir durchführen können, was sehr gut ist. Also wir sind vollkommen ausgestattet wie Sherwin Shares. So, das BeamO wird jetzt neu gestartet, die Aktualisierung ist fertig. So, jetzt soll ich das Gerät mit dem WLAN verbinden. Okay. So, das WLAN ist verbunden. Ja, natürlich möchte ich das speichern. Ich habe jetzt natürlich keine Lust, das jedes Mal wieder von vorne einzugeben. So, Einrichtung erfolgreich. Hoffen wir, dass es jetzt wirklich fertig ist. Funktionen erkunden. Ah, cool. Er nimmt mich jetzt sogar mit, weil Leute, ich muss jetzt gestehen, ich weiß jetzt selber noch nicht so richtig, was zu tun ist. So, navigieren Sie durch das Menü mit der 4-Wege-Taste. Also, genau, ich komme mal hier auf die andere Kamera ein bisschen. Wir haben hier 4 Tasten und man sieht hier auch, da sind jetzt die verschiedenen Profile schon gespeichert. Oder ich zeige das mal auf der Kamera. Also man sieht jetzt, die Profile von mir und meiner Frau sind gespeichert. Und dann wähle ich jetzt mal mein Profil aus. Und jetzt kann ich hier auswählen Temperatur, SpO2, also die Sauerstoffzufuhr. Ich kann ein Stethoskop machen und ein EKG und nochmal Sauerstoffzufuhr. Also das geht in Kombination. Und wir fangen jetzt mal mit dem einfachsten an. Wir messen jetzt mal die Temperatur. Also ich zeige das nochmal hier kurz. Wir haben hier quasi die ganzen verschiedenen Modi, die wir durchgehen können. So, und Temperatur klicke ich jetzt drauf. Da zeigt er mir jetzt ganz kurz was an. Ach so, er misst jetzt schon. Okay, jetzt muss ich mal meine Mütze abnehmen. Jetzt hat er hier vibriert und jetzt sagt er hier zum Beispiel 36,8 Grad. Ich werde das nochmal wiederholen. Also ich halte das hier dran. Das ist so ein bisschen wie beim Blutspenden. Da machen die das auch immer so. So, jetzt haben wir 36,4 und wir machen jetzt nochmal einen dritten Test, dass wir schon mal wissen, ob der immer gleich misst. Beim ersten Mal war ich ein bisschen zu spät. ,36,5. Okay, also wir sind hier jetzt ungefähr in derselben Range. Und jetzt holen wir mal, achso, hier sieht man auch nochmal den Wert, jetzt nicht mehr, egal. Ich habe aber nicht gelogen. Jetzt nehmen wir unser Braungerät und das stellen wir ein. Also da kann ich auswählen zwischen also Baby, Kleinkind und alle über 36 Monate, was wir ja alle sind. Dann klicke ich einmal drauf. So, machen wir noch einmal, habe ich eben falsch gemacht. Hier messen wir jetzt 36,9.
Und wir messen jetzt nochmal die andere Seite. Da messen wir 36,8. Und ich messe jetzt noch einmal zur Sicherheit, nochmal 36,8. Also tatsächlich haben wir hier jetzt tatsächlich schon eine Differenz von ja, ungefähr 0,3 bis 0,4 Grad, was ich jetzt schon ein bisschen viel finde. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist schon ein Unterschied, gerade in der höheren Temperatur. 0,3, 0,4 Grad Unterschied. Das finde ich jetzt schon sehr viel. Darum, ich mache das jetzt noch einmal. Wir warten jetzt noch mal ein paar Minuten. Ich nehme jetzt mal die Mütze ab. Wobei, es ist ja eigentlich kälter gewesen, also kann es ja eigentlich egal sein. Ne? Ich mache das nochmal hier. Jetzt kommt er lustigerweise auch auf 36,8. Also wir sehen hier schon, der erste Test. Ich werde das auch dann nochmal einen Langzeittest machen, aber der erste Test würde ich jetzt sagen, ist ein bisschen durchwachsen hier. Genau. So, wir gucken nochmal weiter, navigieren, klicken Sie auf die Links, klicken, um zurückzugehen. Es gibt 4 Sensoren, ein kontaktloser Temperatursensor, der sich oben befindet, 2 EKG-Elektroden, die sich auf der rechten Seite befinden. Also das sind dann diese hier, diese silbernen Teile. Das ist das Messgerät für die Temperatur eben. Ein SPO2-Optiksensor, der sich in der Mitte des unteren rechten Elektrode befindet. Achso, das ist dann quasi da. Das sieht man vielleicht nicht ganz so gut, aber da ist so eine Elektrode drin. Und ein digitaler Stethoskop befindet sich unten. Das sehe ich jetzt nicht so wirklich. Das ist wahrscheinlich hier das Unterteil, weil das sich auch ein bisschen anders anfühlt. So. Gesundheitsüberwachung starten. Erste Messung des Blutsauerstoffs und des EKGs. Das machen wir jetzt auch mal. Also wir führen jetzt mal so ein bisschen, gehen jetzt mal durch die App ein bisschen durch. Mit jedem Herzschlag wandert eine elektrische Welle durch Ihr Herz, wodurch es zusammenzieht und pumpt. Ein Elektrodiagramm, EKG, ist die Aufzeichnung. Nicht verwenden, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator oder andere implantierte elektronische Geräte haben. So. BeamO kann Herzinfarkt und andere Erkrankungen nicht erkennen. Lassen uns eine Messung durchführen. So, legen Sie die Oberarme auf einen Tisch oder auf Ihre Oberschenkel, was der natürlich in dem Video jetzt auch nicht macht. Legen Sie beide Zeigefinger auf das Edelstahl, also quasi so. Bleiben Sie im grünen Bereich des Qualitätsmessgeräts, bleiben Sie still und sprechen Sie. Okay. Das ist alles. Okay, das heißt, ich gehe jetzt einmal auf das Gerät drauf, wähle das EKG aus. Bitte legen Sie Ihre Finger auf die oberen Elektroden. Das machen wir jetzt mal. Jetzt hat er abgebrochen, da war ich zu langsam. So, und da sieht man jetzt in der Mitte den Fingerdruck, den ich auslöse. Das muss ich gleich nochmal in einem Video zeigen. Ich darf quasi nicht zu doll und nicht zu leicht drücken. Und jetzt muss ich 30 Sekunden stillhalten. Jetzt weiß ich auch, warum man die Hände auf die Oberschenkel tun soll. So, jetzt sehe ich hier schon, mein Puls ist bei 73 und meine Sauerstoffzufuhr ist bei 96%. Und das machen wir gleich nochmal parallel mit der Garmin-Uhr. So, jetzt sagt er normaler Sinusrhythmus. ist mein Puls, 96 ist meine Sauerstoffzufuhr, 96%. Und mehr sehe ich jetzt hier nicht. So, und jetzt muss ich das einmal einrichten auf der Garmin Watch. Dort nennt man das nämlich den Health Snapshot. Und jetzt muss ich auch mal parallel gucken. Jetzt war ich schon so lange nicht mehr im iPhone, in der Apple Watch, dass ich da erstmal das suchen muss. Da haben wir jetzt die Beats per Minute, die ich zumindest mitmessen kann. Und wobei da kommt man auch den EKG machen, aber dafür brauche ich die anderen Finger. Wir starten erstmal den Vergleich mit der Garmin Watch. Und dafür bin ich jetzt auch mal 30 Sekunden ein bisschen ruhiger vielleicht.
Also wir sehen jetzt schon mal, mein Puls ist bei 73 und die Garmin-Uhr misst jetzt einen Puls auch von 73. Ich mache mal parallel die Apple Watch schon mal auf den Beats per Minute. Die Sauerstoffzufuhr lag eben bei 96%. Hier bei der Garmin-Uhr liegt der Wert aber tatsächlich bei 100%. Auch hier haben wir nochmal die Werte. Zeige ich nochmal das Video in die andere Kamera rein. Das dauert hier tatsächlich deutlich länger bei der Garmin-Uhr. Also da muss man immer 2 Minuten still bleiben. Und ich habe natürlich nicht das EKG dabei, welches ich leider nur bei der Apple Watch dabei habe. Jetzt steigt auch mein Puls an, weil ich die ganze Zeit rede, aber auch der Puls bei der Apple Watch, also man sieht jetzt, die Apple Watch ist natürlich auch nicht an der perfekten Stelle. Die liegt jetzt hier gerade auch so bei 76, 77, also ich würde sagen, der Puls ist schon mal bei allen ungefähr gleich, aber das ist ja mittlerweile auch so Standard, das sollten alle vernünftig hinbekommen. So, jetzt ist hier das fertig. Jetzt sehen wir hier nochmal, ich zeige das mal in die andere Kamera. Herzfrequenz 75, Sauerstoffzufuhr 99%, Atemfrequenz haben wir hier auch schon 16 Züge pro Minute und wir haben hier auch eine Herzfrequenzvariabilität. So, und wenn ich jetzt, kann ich auch ja bei der Apple Watch auch ein EKG durchführen. Da gibt es dann nochmal eine extra App und auch das halte ich nochmal an die andere Kamera gerade dran. Da lege ich den Finger da drauf. Und auch dort muss ich 30 Sekunden warten. Und der erste Unterschied, der mir jetzt hier schon auffällt, ist, dass ich bei der Apple Watch halt nur einen Finger habe und deshalb auch nur einen Graphen sehe, einen Rhythmus, der sich bewegt. Und bei dem Withings Beam O habe ich natürlich 2 Finger dran und dadurch die doppelte Messung quasi, die vorkommt. So, und was sehe ich jetzt bei meinem EKG, bei der Apple Watch? Da sehe ich jetzt, okay, er sagt, es ist einfach eine schlechte Aufzeichnung, weil ich nebenbei gequatscht habe. Das war jetzt zum Beispiel nicht erfolgreich, aber das Prinzip ist klar, dass die Apple Watch würde mir jetzt in dem Fall auch nur sagen, es ist alles gut mit deinem Herzen, da gehe ich mal tatsächlich jetzt auch von aus. So, was haben wir noch? Messen Sie die Körpertemperatur, das haben wir eben schon mal gemacht, aber ich mache das einmal ganz schnell nochmal, dass wir das Ding auch die ganze Anleitung durchgehen. Das ist ganz interessant. In der Anleitung steht sogar, dass man richtig quasi das berühren soll. Dann kommen wir hier auf 37,1 Grad und ich gehe jetzt nochmal durch die andere App. Ich nehme jetzt nochmal das Braun. Da sind wir jetzt bei 36,9 und jetzt warten, ich lasse jetzt mal die Mütze mal so eine Sekunde weiter oben. Wir vergleichen das gleich nochmal. Also hier steht auch nochmal ein Video, wie die Best Practice ist. Man soll von hier nach hier gehen. Das habe ich eben ein bisschen falsch gemacht. Also es ist schon immer sinnvoll, sich die Anleitung durchzulesen, bevor man ein Produkt kritisiert. Ne? So, hören Sie auf Ihr Herz und Ihre Lunge. Das ist das nächste. Beam O misst Herz- und Lungengeräusche. Das Zuhören des Herzens ist entscheidend für die Erkennung von Auffälligkeiten wie Geräuschen und unregelmäßigen Rhythmen, was eine frühzeitige Diagnose von Herzkrankheiten ermöglicht. Lungenauskultationen sind entscheidend für die Erkennung von Atemproblemen wie Giemen, noch nie gehört, und Knistergeräuschen, die bei der Diagnose von Erkrankungen wie Asthma und Pneumonie helfen. Wählen Sie wahrscheinlich bereit, wenn Sie einen anderen Klangtyp aufnehmen möchten. So, lass uns eine Messung durchführen. Jede Aufnahme dauert 15 Sekunden. Für Lungengeräusche können Sie von der Brust auf den Rücken wechseln. Sie können so viele Positionen aufzeichnen, wie Sie möchten. Zusätzliche Aufzeichnungen sorgen für eine umfassendere medizinische Bewertung. So, zielen Sie auf den genauen Punkt, den Sie ausgewählt haben. Finden Sie einen ruhigen Raum, sprechen Sie während der Aufnahme nicht, bewegen Sie sich nicht. So, Sie können den bereitgestellten Adapter verwenden, um Kopfhörer anzuschließen, um Ihre Live-Sounds zu hören. Und das
Machen wir jetzt natürlich mal, weil wir haben ja jetzt dafür bezahlt, dass wir irgendwie Kopfhörer dazu bekommen. Ne? Schon ein bisschen oldschool hier, so richtige klassische Kopfhörer noch zu haben. So, also wir haben jetzt hier tatsächlich so ganz normale Kopfhörer, die aber wahrscheinlich bei MediaMarkt 15 Euro kosten würden. Haben oder nicht haben, ne? Das ist hier die Frage. So, und die können wir jetzt hier anschließen. Schließen wir an das USB-C an. Gibt es links und rechts? Nein, das ist egal. Jetzt fühle ich mich hier echt wie so ein Arzt schon, ey. So. Ach so, jetzt muss ich erst noch auswählen, was ich möchte. Also wir haben hier zur Auswahl das Herz, frei und die Lungen. Ich klicke jetzt mal auf Herz. So, und da gibt es 4 Punkte, die man auswählen kann. Also ich zeige das einmal kurz hier. Und ich höre auch schon hier quasi Geräusche, hier wird schon irgendwas aufgenommen. Und ich kann jetzt jeden einzelnen Punkt auswählen. Also rechts wäre dann wahrscheinlich der hier. Hier ist die Brust. Ich wähle den jetzt mal aus. Herztonaufnahme abgeschlossen, sagt er jetzt. Ah, ich muss jetzt alle 4 aufnehmen. Okay. Und der letzte ist irgendwie unter der Brust. Ich muss jetzt sagen, ich finde es jetzt gar nicht so einfach, anhand von diesem Bild irgendwie genau zu sagen, wo das jetzt ist. Das ist, finde ich, überhaupt nicht einfach. Aber ich wähle jetzt mal die Stelle hier aus. Oh, achso, jetzt hat er hier abgebrochen. Jetzt ist er wieder da. So, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt ist nur die Frage, was passiert jetzt? Jetzt habe ich alles durch. Okay, jetzt kann ich nur zurückgehen. Also was schon mal faszinierend ist, ich höre wirklich mein Herz. Also ich war gerade ein bisschen, irgendwie hatte ich so einen Ohrmoment, irgendwie das war so gerade richtig verrückt, quasi wirklich das Pochen des Herzes zu hören. Und bisher hat es sich eigentlich an allen Stellen ganz normal angehört, nur jetzt an der unteren Stelle, vielleicht war das jetzt, also ich gehe mal von aus, das war jetzt ein Messfehler, da hatte ich es teilweise gehört, als ob es so immer so einen doppelten Schlag gab. Aber mehr ist jetzt gerade nicht passiert. Ich würde jetzt nochmal auf Lunge gehen. Also bei der Lunge kann man jetzt auch den Rücken noch machen, Front und Back. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, also das wird dann schon ein bisschen kompliziert. Ja, das würde ich vielleicht noch hinbekommen. Hinten auch. Ja, das würde ich hinbekommen. Okay. Aber im Prinzip ist es auch hier wieder dasselbe Spiel. Man hat verschiedene Punkte, die man messen kann. Ich mache das jetzt mal für vorne, werde das jetzt aber im Video dann ganz schnell überspringen. Ich will einfach nur gucken, ob wir dann am Ende in der App auch wirklich irgendwelche Ergebnisse sehen. Was ich übrigens sehr faszinierend finde, ist, ich habe ja jetzt meine Klamotten an und es stand jetzt auch nicht im Video, dass ich
oberkörperfrei sein muss. Aber wahrscheinlich ist es besser, aber es steht nirgends. So, das haben wir jetzt fertig. Jetzt gehe ich mal auf zurück. Es gibt jetzt, also jetzt haben wir eigentlich schon, achso, es gibt noch den Modus frei und da kann ich jetzt quasi genau auswählen, wo er das machen soll. Warum ich das jetzt brauche, wüsste ich jetzt noch nicht. So, und jetzt haben wir eigentlich schon alles durch. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist, dass ich packe mal kurz die Kopfhörer hier weg, dass ich noch den Sauerstoffgehalt einzeln messen kann. Und auch da gehe ich jetzt noch mal kurz drauf und da reicht es dann quasi, den einen Finger nur zu nehmen, also nur den rechten. Aber auch hier muss der Druck quasi in Ordnung sein. Und hier misst er aber auch trotzdem meinen Herzschlag. So, und die Sauerstoffzufuhr beträgt jetzt wieder 96%. Übrigens, die Sauerstoffzufuhr sollte eigentlich immer bei uns, beim gesunden Menschen, bei 100% liegen, soweit ich das richtig verstehe. Und ich glaube, das sind in der Regel einfach nur Messfehler. Und ich glaube, alles so bis 90%, eigentlich so bis 92%, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist in Ordnung. Und wenn es so, gerade wenn es unter 90% geht und das auch dauerhaft, dann sollte man vielleicht mal einen Arzt konsultieren. So, jetzt aber tatsächlich in der App kann ich jetzt nur noch den Benutzer wechseln. Also wir haben jetzt eigentlich das Spiel durchgespielt. Wir machen jetzt noch einmal final den Temperaturtest und dann gucken wir mal, was wir so in der App alles sehen. Also ich halte das jetzt hier dran. Und da ist er auch ein bisschen schneller. 36,9 haben wir jetzt hier. Jetzt messen wir nochmal die Seite. 36,9. Und wir machen jetzt nochmal einfach den Vergleich auf der anderen Seite. (37,2). 36,9. Okay, also man sollte, das mache ich aber auch immer beim Fieberthermometer, ich messe immer 2-3 Mal, um dann einen Durchschnittswert zu haben. Aber wir kommen jetzt hier schon ein bisschen näher an die Werte dran. Also ich habe das wohl am Anfang einfach ein bisschen falsch gemacht. So, und jetzt haben wir das quasi durch. So, jetzt können wir noch mal ganz kurz auch einmal schauen, was für Vergleiche sehen wir an. Wir gucken uns jetzt erstmal die App in Ruhe an. So, und jetzt kann ich das theoretisch, teilen Sie einen Helfling mit Ihrem Arzt, Gesundheitsdaten mit Ihren Angehörigen teilen, teilen Sie Ihr Gerät. Okay. Stellen Sie einen einfachen Überblick über Gesundheit. Okay, also es gibt quasi, wenn man das kauft, einmal die Option umsonst, das Herz, was wir gerade gemessen haben mit dem Stethoskop, dass man das an einen Experten senden kann, der sich das anhört und dann sagt, ob alles in Ordnung ist. Und jetzt frage ich mich auch ein bisschen, was ich als Privatperson jetzt mit diesem Stethoskop machen kann. Und mal gucken, vielleicht, ich hoffe, dass mir jetzt, außer dass er jetzt sagt, dass alles normal ist, ob ich noch weitere Informationen bekomme. Jetzt hat er die Sachen gefunden. Okay, also wir sehen hier jetzt die Körpertemperatur und da sagt er jetzt einfach kein Fieber. Und man sieht auch schon hier, er nimmt immer den Höchstwert, den er gefunden hat. Aber hier kann ich jetzt quasi nochmal durchgehen, was wir hier alles für Werte gemessen haben. So, dann haben wir hier die Sauerstoffsättigung. Die ist bei 96% und guck mal, ich hatte sogar recht, alles unter 90, da wird es kritisch, alles zwischen 95 und 100 ist normal. So wie ich das verstanden habe, ist das einfach immer ein Messfehler. Ein normaler Mensch hat einfach immer einen Wert von 100. Genau, und wenn man dann halt sehr krank ist, dann fällt es irgendwann auf unter 70 und so und dann hat man leider ein großes Problem. Und was haben wir hier noch für einen Wert? Wir haben hier die Herzfrequenz, die nochmal gemessen wurde, okay. Und jetzt haben wir hier die Lungengeräusche, wir gehen erstmal auf die Herztöne. Also wir haben hier die Herztöne, den Mitralbereich. Da stand ja auch irgendwie, dass man das ändern kann. Das habe ich jetzt aber erstmal nicht gesehen. Und wir sehen hier Herzton Aortenbereich, Herzton Lungenbereich, Herzton Trikospidalbereich und Herzton Mitralbereich. Ich bin kein Arzt. Die Aorta ist ja, soweit ich das weiß, so die Hauptpulsschlagader.
aber was das Tricuspidalbereich ist oder der Tricuspidalbereich und der Mitralbereich, das weiß ich nicht. Ach so, hier steht auch, teilen Sie einen Live-Link. Da kann man das irgendwie mit dem Doktor teilen. So, und jetzt kann ich mir das wahrscheinlich hier nochmal anhören. Das klingt jetzt aber leider nicht so cool, wie das mit den Kopfhörern klang. Da hört man das tatsächlich nicht so cool. Aber sonst steht hier tatsächlich auch nichts drin. Ich kann nochmal auf Erkunden klicken. Nee, da steht auch nichts. Auf den Tag. Lungenbereich. Also tatsächlich sagt er mir jetzt hier auch nicht weiter, ob alles in Ordnung ist. Er nimmt jetzt einfach mich auf. Und bei der Lunge, da sehen wir auch mal noch Lungenklang, 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 die verschiedenen Bereiche. Mehr sehen wir jetzt hier nicht. Wir sehen jetzt hier noch das EKG. Und da sehen wir, mein Sinusrhythmus ist in Ordnung. Also hier sehen wir jetzt, da sagt er mir zumindest, dass alles okay ist. Hier könnte ich jetzt auch das EKG nochmal abspielen, was jetzt hier lustigerweise nur eine Linie wieder anzeigt und nicht zwei, wie das auf dem Gerät der Fall war. Und hier sehen wir jetzt im besten Fall, dass mein Herz in Ordnung ist. Hier ist übrigens endlich der Cardio-Check-up, okay. Und so mehr sehen wir tatsächlich nicht. Jetzt möchte ich nochmal euch, so mein erstes Gefühl, was ganz cool ist, dieses Körpertemperatur hier rüber messen. So, das ist, glaube ich, für Kinder auch einfach das Entspannteste. Und was auch cool ist, es ist das Hygienischste. Also selbst bei diesem Gerät von Braun, da braucht man halt immer diese Plastikstöpsel, weil man sich das halt ins Ohr steckt. Aber diese Methode finde ich schon sehr, sehr angenehm und da wehrt sich, glaube ich, auch kein Kind gegen. Anders als wenn man das in den Poppes steckt oder so. Von daher, ja, es ist nochmal angenehmer und hygienischer, aber es ist jetzt kein Quantensprung. So, dann haben wir die EKG-Messung. Wenn man eine Garmin-Uhr hat, es gibt bestimmt auch teure Garmin-Uhren, die diese Funktion haben, aber wenn man irgendein Gerät hat, wie die Apple Watch, dann braucht man diese Funktion ja eigentlich nicht mehr. Was hier aber ganz cool ist, man hat ein Gerät für die ganze Familie. Also wenn jetzt irgendwie 2 Leute oder alle 4 zusammen das regelmäßig benutzen wollen, kann man einfach das Profil wechseln. Und was auch cool ist, es ist halt direkt hier messbereit. Und ganz oft ist meine Erfahrung, dass die Uhren immer erst wirklich richtig korrekt messen, wenn man sie 10, 20 Minuten getragen hat, wenn quasi sie ein bisschen Schweiß haben und sie dann vernünftige Messwerte haben. Gerade der Puls ist dann meistens nochmal ein bisschen besser. Die Sauerstoffsättigung haben wir bei beiden Geräten. Also die wird mir sowohl bei der Apple Watch als auch bei der Garmin-Uhr angezeigt. Bei der Garmin-Uhr ist das sogar noch ein bisschen cooler, weil die Sauerstoffsättigung kann ich meines Wissens nach nicht live messen bei der Apple Watch, sondern sie wird mir einfach dann in diesem Apple Health Zentrum angezeigt. Und bei der Garmin Watch kann ich halt diesen Health-Check starten und dann sehe ich wirklich nach 2 Minuten, wie meine Sauerstoffzufuhr ist, meine Sauerstoffsättigung ist, was sehr cool ist und im Endeffekt einfach 1:1 das Gleiche, was ich hier habe. Genau, EKG haben wir gerade besprochen. Einziger Vorteil ist nochmal, fällt schon fast runter hier, dass ich halt 2 Finger habe genau. Und dann haben wir noch diese Lungentöne und die Herztöne und da fehlt mir gerade jetzt noch so ein bisschen die Frage, wozu brauche ich das jetzt? Also ich lese mich da nochmal rein, es wird auch nochmal ein Folgevideo geben, lohnt sich das jetzt nach 4 Wochen oder so. Das ist jetzt erstmal nur, weil es ganz neu auf dem Markt ist, möchte ich das erstmal euch zeigen, was wir hier überhaupt haben.
Aber da fehlt mir jetzt so ein bisschen der Anwendungsfall für. Vielleicht bin ich auch die falsche Zielgruppe. Vielleicht ist das eher für Leute plus 60, die halt gesundheitliche Probleme haben und das regelmäßig mit ihrem Arzt checken wollen. Und ich werde das auch mal einmal einreichen, aber ich werde ja nicht regelmäßig das irgendwie dem Arzt einreichen und sagen, hey, es sind meine Herztöne okay. Genau, so das ist so der erste Fall. Und jetzt möchte ich noch mal einmal in die Whoop-App gehen und die auch noch mal einmal vergleichen. Also ich habe ja nämlich bei der Whoop-App den Health Monitor und dort sehe ich die Atemfrequenz. Ich hatte übrigens auch irgendwie das Gefühl, dass irgendwo stand, dass ich die Atemfrequenz sehen kann bei BeamO, aber das scheint jetzt hier tatsächlich nicht der Fall zu sein. Also das hätte ich auch noch cool gefunden, wenn ich die Atemfrequenz sehen kann. Weil die zeigt mir zum Beispiel Whoop auch nicht live an, sondern das ist, glaube ich, die Atemfrequenz der letzten Nacht. Bei der Garmin wird mir das live angezeigt. Die Sauerstoffzufuhr, also Blood Oxygen, was wir hier sehen, sieht hier bei 98%. Auch da, glaube ich, ist der Wert nicht immer unbedingt der Live-Wert. Genau, dann habe ich hier die Körpertemperatur. Die ist natürlich bei Garmin geht das auch, bei Whoop auch, aber das ist natürlich nicht die echte Körpertemperatur, sondern das ist immer die Temperatur, die ich hier auf der Haut habe und die ist immer ein paar Grad kälter. Sowas kann mir helfen. Es gibt auch schon so ein Bodycore oder so heißt das, so ein Gerät. Das kann man ja hochrechnen. Ich glaube, es sind immer so 2 Grad Unterschied und wenn man das relativ genau messen kann, kann man darauf basierend natürlich auch seine Kerntemperatur messen. Aber in diesem Fall habe ich hier bei Whoop halt nicht den echten Wert und ich habe den auch immer nur von der Nacht. Also für mich ist eigentlich zusammengefasst, dass meine Garmin-Uhr mittlerweile eigentlich fast alles abdecken kann in Kombination mit diesem Gerät, also mit diesem Thermometer. Und das kostet, lass mich lügen, irgendwas zwischen 50 und 80 Euro, was man sowieso einmal für die Familie kauft, egal ob ein günstiges oder ein teures. Und wenn man dann schon so ein Messgerät hat, also so eine Uhr, dann hat man eigentlich schon die ganzen Werte abgebildet. Und hier ist es nochmal vielleicht ein bisschen bequemer, weil man hat das hier schön abgebildet. Es ist ein großer Bildschirm. Es ist vor allem für ältere Leute einfacher zu bedienen. Aber bisher würde ich jetzt sagen, warum habe ich jetzt dafür 250 Euro ausgegeben? Also ein Mehrwert, der wirklich mir 250 Euro wert ist, hätte ich jetzt nicht. Ich hätte mir jetzt vielleicht erstmal ein paar andere Sachen gekauft, als diese 250 Euro dafür auszugeben. Übrigens, ich habe das selber gekauft, ich habe habe mit Withings keinen Deal oder so. Die haben mir nicht zugeschickt, genau, einfach von meinem eigenen Geld bezahlt. So, ich hoffe, es hat euch geholfen und bitte haut hier so viele Fragen rein, wie es nur gibt, die ich irgendwie beantworten kann, damit ich noch ein richtig cooles Folgevideo machen kann, was ich dazu nach einigen Wochen sage.